Hallo allerseits und willkommen zu dieser Bausatzbesprechung. Dieses Mal die Sonderkraftfahrzeug 7 Halbkettenzugmaschine von Dragon in 1:35. Wie ihr sehen könnt, vorne steht drauf mit Besatzungsfiguren und das Ganze ist ein Smart Kit. Ich mache die Bausatzbesprechung wegen Guido Hopp. Der hat mich gefragt, ob ich das für ihn machen könnte, weil er baut dasselbe Fahrzeug, allerdings von Trompeter, und hat da ein bisschen Probleme und möchte eben sehen, ob der Dragon-Bausatz ihm da mehr entgegenkommt. Gut, dann schauen wir mal rein in die Box. So, wenn man die Schachtel öffnet, findet man haufenweise Bauteile, die alle hier schön einzeln, ja manchmal auch zu mehr in Tüten eingeschweißt sind. Das finde ich ist eine ziemlich gute Art, das zu verpacken, und ich hatte da noch nie Probleme mit beschädigten Teilen. Dann fangen wir wie immer mit der Bauanleitung an. Da verwende ich immer ziemlich viel Zeit dafür. Manch einer findet es furchtbar. Ich finde es allerdings essentiell, weil da neben dem Blick auf die Bauteile an sich kriegt man eigentlich schon mit der Bauanleitung ein ziemlich gutes Gefühl, wie sich das bauen lässt und wo es Probleme geben könnte. Deswegen verwende ich da sehr viel Zeit drauf. So, hier sieht man nochmal das Boxart in schwarz-weiß. Dann hier ein Diagramm mit allen enthaltenen Gießästen. Die blau eingefärbten Teile werden nicht verwendet. Also ihr seht, so gut wie alles kommt hier zum Einsatz. Wenn wir dann aufmachen, hier ein paar Sicherheitshinweise, Symbolerklärungen, nochmal ein paar Hinweise zu dem DS-Material, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Und hier eine Farbtabelle, die bezieht sich auf Hobby Color, Mr. Color, Model Master und so. Dann geht's los im Zusammenbau. Hier das Chassis mit Federungen und so weiter. Und das ist eigentlich auch schon der Punkt, wo Guido Probleme hatte, weil beim Trompeter-Bausatz sind es alles Einzelteile, die Brücken zwischendrin und so weiter. Und bei Dragon ist der Hauptrahmen ein Teil. Also sollte sich da das schon ein bisschen einfacher gestalten. Ja, nichtsdestotrotz ist es relativ komplex. Aber das ist bei so Halbkettenfahrzeugen meistens so. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Hier der Motor. Ist eigentlich auch gar nicht mal so schlimm, aus wie viele Teilen der besteht. Ja, für den Dragon-Bausatz doch relativ gut arrangiert alles, dass man den Überblick behält. Ja, sehr detailreich. Ist eigentlich schon fast schade, dass man das später verstecken muss unter dem Aufbau. Weil hier ist wirklich alles vorhanden. Ich weiß nur früher bei dem Tamiya-Modell, das ist auch ein Klassiker, was auch nicht schlecht ist. Da war das alles noch ein bisschen grober, diese ganzen Details hier unten. Dann geht's los mit dem Aufbau. Ganzen Sitzreihen. Auch kein Problem. Motorshot. Und hier kommt dann alles zusammen. Schön, dass mir die Option hat, das offen darzustellen. Kann man ein bisschen Gerödel reinpacken, wenn man will. Ja, auch der Motor kann dann offen gezeigt werden. Mit allen Details. Finde ich schön. Und hier dann die Ketten. Das sind die Magic Tracks. Und auch die Teileanzahl ist schon angegeben. Dann Bemalungsvarianten und Markierungen. Hier seht ihr einen Hinweis auf Maskierfolien für die Windschutzscheibe. Das ist schon mal sehr hilfreich. Und hier hat es äußerst viele Varianten zur Auswahl.
Das ist schon mal schön. Das Fahrzeug wurde ja auch sehr weitläufig eingesetzt. Nur die erste Beschreibung irritiert mich ein bisschen. Operation Barbarossa 1940. Ja, nicht so ganz. Müsste hier 41 heißen. Ja, lauter unidentifizierte Einheiten. Das ist ja ganz nett. Hier ein Fahrzeug für Nordafrika. Noch eins in Nordafrika. Und dann nochmal ein bisschen Ostfront. Genau, und hier haben wir dann noch eine kleine Bauanleitung für die Figuren. Also alles in allem doch recht übersichtlich für Dragon-Verhältnisse. Macht einen sehr guten Eindruck. Natürlich muss man bei Dragon immer mit rechnen, dass ein paar kleine Fehler in der Bauanleitung sind. Aber da muss man halt ein bisschen mitdenken und schon vorausplanen. Und deswegen ist es auch gut, sich vorher schon mal mit der Bauanleitung auseinanderzusetzen und zu überlegen, ob die Schritte, die da vorgeschlagen wurden, logisch sind oder nicht. Und das kann man dann gegebenenfalls auch abwandeln. So, dann werfen wir mal einen Blick auf die einzelnen Bauteile. Hier der Rahmen unten, an den das ganze Fahrwerk und so weiter rankommt. Hier hat es natürlich so ein paar Teile, die man entfernen muss. Aber ansonsten alles da. Ist auch nicht verzogen, das Teil. Ist schön gerade. Gut detailliert eigentlich. Wobei die eigentlichen Details da ja auch erst angeklebt wurden. Ja, dann der Unterteil vom Aufbau. Hier sind die ganzen Halterungen für die Gewehrkolben, die da eben befestigt werden können. Ist auch ein schönes Muster auf diesen Trittblechen. Also diese Oberflächenstruktur ist gut wiedergegeben. Auch die Unterseite ist detailliert. Das ist sehr schön. Das Teil muss man natürlich gut sauber machen, weil hier überall diese Nupsel sind. Aber ja, mit dem scharfen Messer kein Problem. So, dann kommen ein paar ziemlich große Gießäste, die eben diverse Teile beinhalten hier. Motor zum Beispiel. Ja, auch sehr filigrane Teile hier. Das ist, glaube ich, später an der Motorhaube innen die Auflage. Ja, das ist typisch Dragon natürlich. Makelloser Guss. Keine Fischhäute in Sicht. Und hier die Stoffstruktur ist eigentlich auch ganz schön wiedergegeben. Gut ist, dass die Auswurfmarken größtenteils an Stellen sind, wo man es später nicht sieht. Jetzt hier bei der Motorhaube ein bisschen schade, wenn man die offen machen will, muss man hier ein bisschen spachteln und schleifen. Aber wenn es nur das ist, damit können wir, glaube ich, leben. Dann auch diverse Teile vom Chassis, von der Federung und so weiter. Ja, das ist schon sehr aufwendig gegossen. Und vor allem, das ist ein Teil, deswegen ist es auch ein Smart Kit. Bei älteren Bausätzen von Dragon wäre das natürlich zersplittert in Dutzende Teile und das kann doch ziemlich nervraubend sein. Ja, finde ich die Smart Kits eigentlich ganz gut. Ja, das ist schon ausgezeichnet gemacht hier. Ja, hier hinten die Gitter für die Staukörbe. Natürlich äußerst filigran, da muss man aufpassen beim Auslösen. Ja, der hier scheint ein bisschen verbogen zu sein. Ja, jetzt ein bisschen eingedrückt.
Aber das ist ja auch durchaus was beim echten Fahrzeug auch der Fall wäre. Im Dauereinsatz an der Ostfront bleibt so ein Fahrzeug nicht lange heil. Ja, auch wieder sehr großer Gussast. Und die Teile hier sind auch ziemlich handlich. Also keine Fieselarbeit. Ja, diese Halbkettenfahrzeuge sind sehr kompliziert in der Konstruktion. Aber ich denke, Dragon hat das hier auch ganz gut gelöst, sodass man das auch bauen kann im kleinen Maßstab. Und dennoch auch ja, eine hohe Detailfülle. Und auch hier wieder sind die Auswurfmarken größtenteils an Stellen, die später nicht sichtbar sind. Ja, aber die Türen sind innen detailliert. Dann kann man die ja gedroht offen darstellen. Das sieht sicherlich interessant aus. So, dann hat es zwei identische Gießäste mit den ganzen Laufrollen und Achsen. Und ich finde, diese Rollen, die sehen super geil aus. Bisschen zu kompliziert für ein Militärfahrzeug irgendwie. Richtig hübsch. Ja, die Vorderreifen sind ja aus diesem DS-Material. Diesem beigen Weichplastik, das man aber ganz normal kleben kann. Und die Felge vorne wird eben eingeklebt und hinten ist diese Aussparung und da kommt dieses Plastikteil rein. Da kann ich mir vorstellen, dass man da ein bisschen spachteln muss. Oder zumindest mit ein bisschen Mr. Surfacer den Übergang kaschieren muss. Aber es ist ja auch nur auf der Rückseite, das sollte jetzt kein Drama sein. Allgemein, die Reifen haben ein schönes Profil. Auch keine Angüsse oder so, sondern einfach saubere Reifen. Finde ich gut, ist sehr schön detailliert. Die Ketten kommen als Magic Tracks daher, sind schon ausgelöst, spart man sich also viel Zeit. Man muss auch nichts versäubern. Wunderbar detailliert. Und die einzige Schwierigkeit ist da einfach, die Kettenglieder zusammenzuhängen, was ein bisschen mühsam ist, und dann nochmal diese Gummibelege aufzukleben. Das ist ein bisschen schwierig. Da würde ich empfehlen, so wie ich das immer mache, die Kettenglieder zu einem Strang kleben, aufziehen, trocknen lassen, abziehen und dann erst diese Belege aufkleben. Man kann es natürlich auch anders machen, aber das wäre jetzt meine Vorgehensweise. Auch die Glassichtteile sind makellos gegossen und das Schöne ist, dass an der Windschutzscheibe der Rahmen schon angegossen ist, also man muss nicht den Rahmen irgendwo rausschneiden, der ziemlich fragil ist, und den dann irgendwie versuchen sauber zu machen und dann irgendwelche Scheiben reinkleben, wo man die Kleberänder sieht, sondern das ist hier alles Klarsichtmaterial und man hat dann hier diese vorgeschnittenen Maskierfolien und dann ist das eine ganz, ganz saubere Sache, ohne irgendwie rumgekleischter mit Kleber, irgendwelchen Flecken und Tappern und weiß ich was. Finde ich sehr schön. Es ist durchdacht und ich habe auch noch nie gesehen, dass Dragon einem irgendwie schon Maskierfolien mitgibt. Ein paar Metallteile gibt es auch, Fotoetzteile. Da sind zum Beispiel hier die Scheibenwischer zu sehen und diverse Trittbleche. Das ist natürlich eine sehr schöne Struktur. Äußerst filigran. Und dann hat es hier noch so ein kleines Kabel als Abschleppseil. Die sind immer ein bisschen störrisch, aber dem kann man dann schon irgendwie hintrapieren, wenn man genügend Sekundenkleber verwendet. Hier haben wir die Abziehbilder. Das ist alles sehr nicht so farbenfroh.
Und interessant ist, dass die Nummernschilder alle leer sind. Und man hat hier die komplette Auswahl. Man kann also theoretisch ganz individuelle Fahrzeuge darstellen. Interessant ist auch, dass zum Beispiel hier die SS-Ruhen so gesplittet sind. Oder auch hier, das sieht man glaube ich nicht so gut, die Palme vom Deutschen Afrikakorps, das Hakenkreuz, da ist nur ein so ein Zacken und der andere Zacken ist da drüben. Und dann kann man sich das so zusammensetzen, wenn man das will. Und so darf es auch in Deutschland verkauft werden. Ist eigentlich clever gelöst. Weiß auch nicht, warum die da jetzt erst drauf kommen. Das ist doch eigentlich klar wie Kloßbrühe. An und für sich typische Dragon-Abziehbilder. Schön dünn, nicht zu glänzend, sollten sich wunderbar verwenden lassen. Hier dann noch die Besatzungsfiguren. Ich finde die Dragon-Figuren insgesamt sind immer sehr schön. Und die hier sind auch keine Ausnahme. Also sehr, sehr schön detaillierte Uniformen. Die Gesichter sind auch okay. Und man bekommt auch noch so einen kleinen Gießast mit 2 Gewehren dazu. Allerdings sind die Figuren ein bisschen wenig, um die großen Sitzbänke da zu bevölkern. Deswegen habe ich mir noch von Masterbox ein paar zusätzliche Kameraden geholt. Und ja, dann sieht es da auch nicht so leer aus. Nichtsdestotrotz eine schöne Dreingabe, da einfach schon passende Figuren zu haben. Und so schöne noch dazu, das finde ich immer sehr lobenswert. Alles in allem also ein sehr solider Dragon-Bausatz, so wie man das gewöhnt ist. Nicht so komplex, wie man das vielleicht erwarten würde, dennoch gute Details, sollte sich also sehr schön bauen lassen. Toll finde ich auch, dass sich das Fahrzeug an sich ja eigentlich für verschiedenste Szenarien anbietet, weil es einfach so extensiv genutzt wurde an allen Fronten für alle möglichen Zwecke. Auch die Figuren sind schön, auch wenn es ein bisschen wenig sind, aber besser wie nix. Und ja, kann ich sehr empfehlen. Also ich freue mich wirklich darauf, den mal zu bauen irgendwann. Der Bausatz ist jetzt nicht ganz billig, schlägt somit um die 50 Euro zu Buche. Man bekommt auch einiges dafür geboten, muss man dazu sagen. Ja, doch, ist sehr schön. Kann ich sehr empfehlen. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Review gefallen und man sieht sich im nächsten Video. Euer Hamika Bakas.